Hallo, ich bin Wulf von Borziskowski, Geschäftsführer All3 Construction Germany GmbH und auch der Host unseres Podcasts Der Konstruktivist bei All3. Warum Konstruktivist? Leitet sich ab von Konstruktivismus. Wirkliches Wissen entsteht nur durch aktives Lernen, aber ehrlich gesagt, wir construct, wir bauen. Was wollen wir mit unserem Podcast erreichen? Wir wollen auf das gesellschaftlich wirklich wichtige Thema Bauen von Wohnungen so viele Blickwinkel wie möglich bringen. Sichtweisen eines Developers, eines Planers, eines Verbandes, whatever. Wir wollen einfach, dass das Thema Bauen die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient. Mein heutiger Gast ist Gordon Gorski, CEO Bayerischer Hausbau Development, der aus Sicht eines klassischen Developers sprechen wird. Ich wünsche euch allen viel Freude. Herzlich willkommen und danke, dass du dir es möglich gemacht hast, hier teilzunehmen. Vielen Dank für die Einladung, Wolf. Freue mich sehr. Gerne. Gordon, vielleicht, dass du mal ganz kurz erzählst, wer bist du, was machst du, was waren deine Stationen im Leben und was treibt dich an im Bereich Development? Ja, gern. Also, du hattest ja schon erwähnt, aktuell CEO Bayerischer Hausbau Development, seit Anfang 2024, vorher Stationen Hochtiefprojektentwicklung, viele Jahre RFR, ABG und ganz am Anfang mal bei der Berliner Volksbank, was witzigerweise das alte Gebäude hier war. Also das kenne ich noch aus der Zeit, als hier die Berliner Volksbank saß. Und bin vom Hintergrund im Prinzip klassischer Projektentwickler. Erzähl mal ganz kurz, du warst bei Hochtief und wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch relativ früh in jungem Alter in einer relativ hohen Führungsposition. Ich glaube, ich war bei Hochtief der jüngste Geschäftsführer damals. Ja, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Okay. Wie war dann für dich so der Sprung? Ich meine, Hochtief-Konzernwelt. Und dann bist du ja rübergegangen. Und wir haben sehr viel miteinander zu tun gehabt, als du bei RFR warst. Das war ja dann nicht mehr wirklich konzernlike. Und so der Sprung so aus dem Konzern über Familienunternehmen und jetzt im Endeffekt Bayerischer Hausbau ist ja Schörkhuber Company. Wie ist der Mindset? Wie ist der Cultural Change, also für dich so gewesen, die Jahre hinweg im Bereich Development? Also ich habe früher immer gesagt, wir machen Geschäft trotz Konzern, aber nicht wegen des Konzerns. Also ich war vorher Hochtief ja auch bei der Christensen Group, also ein dänischer mittelständischer Projektentwickler, auch Inhaber geführt. Man hat natürlich gerade, was in der heutigen Zeit notwendig ist, schnellere Entscheidungswege in inhabergeführten, familiengeführten Unternehmen. Ja. Das ist einfach so und das ist ein Vorteil, kann ein Wettbewerbsvorteil sein. Und gerade bei unserem gesellschaftlichen Background, den wir jetzt haben bei der Bayerischen Hausbau Development, da sehen wir es einfach, dass eine hohe Agilität da, Entscheidungsfreude und eine Dynamik, die natürlich dann Prozesse auch schnell macht. Wir haben aktuell einen Wohnungsnotstand in Deutschland. Es fehlen laut Pestel-Studie 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Zum Gesamtbild gehört, ja, irgendwo stehen 1,6 Millionen Wohnungen leer, aber halt da, wo die Menschen nicht leben und arbeiten. Und die Ziele der Bundesregierung werden ja, auch wenn man sie sagt, sind hochgegriffen, sind ja eigentlich nicht erfüllbar. Das Problem ist aber nicht die Anträge oder die baugenehmigten Vorhaben oder die Baugenehmigungen. Wo siehst du die größten Hindernisse als Developer? Was hindert wirklich massiv zu bauen? Das sind die Baukosten am Ende des Tages oder die Kostensituation in Summe. Es gibt eine ganz große Bewegung Richtung Süden. Das heißt also da wo wir tätig sind, im Südteil von Deutschland, wird sich die Situation noch stärker zuspitzen. So. Und Mietwohnungsbau funktioniert bei den aktuellen Preissituationen noch schwieriger. Ja. So, wir brauchen jetzt aber nicht nur teure Eigentumswohnungen oder Eigentumswohnungen in Gänze, sondern wir brauchen Mietwohnungsbau. Weil deshalb Baugenehmigungszahlen gehen runter, ja, aber die Projekte, die starten und die Fertigstellung gehen noch drastischer runter. Und wenn wir ein Problem lösen wollen, was 2030 da ist, dann müssten wir eigentlich heute anfangen zu bauen. Und Ja. wenn wir das nicht tun mit den Genehmigungszeiten und Fertigstellungshorizonten, dann wird sich dann ein Problem weiter hochschaukeln. Thema, du hast es angesprochen, demografischer Wandel. Bis 2035 werden 1 Million Menschen in Deutschland den Bausektor verlassen, Richtung Ruhestand hauptsächlich. Das heißt, die kriegen wir auch nicht ersetzt. Also das Risiko für euch wird ja vielschichtiger und höher. Die Herausforderung zumindest und Risiko sozusagen keine Kapazitäten am Construction-Markt zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle irgendwie so 60% gestiegen, ja, je nachdem, in welcher Qualität und was für ein Segment man da unterwegs ist. Aber also wenn die Preise nicht mehr runtergehen. Ne? Und wenn man es sozusagen auf die ganz, ganz große Ebene hochfliegt, dann muss man sagen, auf einer Welt, wo Ressourcen halt nun mal begrenzt sind und die Bauindustrie ist eben halt nun mal sehr ressourcenintensiv, Stahl, Kies, Sand, Beton und die ganzen Themen, da kann sozusagen der Rohstoff, wenn er immer knapper wird, nicht günstiger werden. So. Das heißt, wir müssen Wege finden, anders zu bauen, neu zu bauen und eben halt auch das Bottleneck bei den Arbeitskräften irgendwie zu schließen, was aus meiner Sicht nur über Robotik und effizientere Planung und Vorproduktion passieren kann.
um das dann sozusagen wieder ins Laufen zu bekommen. Und das ist das, was wir dann sehr intensiv anschauen. Wir haben in 2024 knapp 65 Modulbauhersteller, Elementbauhersteller uns angeschaut, Mhm. was die können, wie sie sozusagen bei unseren Projekten einsetzbar sind und waren so ein Stück weit ernüchtert, muss man sagen. Ja. Wir sind mit euch ins Gespräch gekommen und ihr seid, auch das kann man glaube ich so ganz offen sagen hier, aktuell der es besonders anders macht als alle anderen und der Erste, bei dem wir so das Ausgefeilte, sozusagen die neue Welt gesehen haben zwischen Planungstool, sozusagen die Produktion ist bei euch halt maximal flexibel und hinten dann, wann immer sie kommen, aber sie werden halt kommen, die Roboter, die dann im Prinzip genau das, was du gesagt hast, Bottleneck, Personalkapazitäten dann ein Stück weit ersetzen kann. Finde ich einen super wichtigen Punkt, den du ansprichst und geht auch für mich so in das nächste Thema, also Buzzwords, gesamtgesellschaftlich, global, aber auch bei uns in der Branche gerade eben, KI. Ja, KI ist ja die große Angst oder die große Hoffnung, je nachdem, auf welcher Seite des Tisches du sitzt, wird aber definitiv einige Berufe ändern, also Architektur oder auch andere Bereiche wie Juristerei, alles, wo Wörter kreiert werden. Also, das ist ja durch KI ersetzbar. Was ist so deine Erfahrungen? Was triffst du in der Baubranche an als KI, wo du aber sagst, es ist KI und nicht, naja, ich nutze existente Computerprogramme, und ich ermögliche, dass meine Bauleiter keine Papiere mehr in der Hand haben, sondern eine Datei. Alles, was über Copilot, ChatGPT oder Gemini oder wie Ja, sie alle heißen, Claude, hinausgehen, und mit einem wirklich nicht experimentellen, sondern mit einem, sagen wir, Business Case auf der Construction-Seite, gibt es Ansätze und erste Versuche, das umzusetzen. Dass das in der Form, wie es aus meiner Sicht zumindest notwendig wäre, intensiv eingesetzt wird, kann ich zumindest aktuell nicht sehen. Wir, wie gesagt, scannen den Markt und gucken uns an, wer welche Fortschritte macht und welche Lösungen es da gibt. Momentan, glaube ich, ist es noch in den Startlöchern. Ich glaube nur, so wie wir uns dem nähern, sind wir gedanklich zu langsam für die Geschwindigkeit der KI, weil die KI ja. wird sich, wenn man sie lässt, und die Möglichkeiten daraus schneller entwickeln, als wir es momentan vielleicht wahrhaben wollen, also auch gesellschaftliche Umbrüche, die damit einhergehen. Ich sehe da mehr die Chancen und die Lösungen drin. Muss halt also reguliert heißt, sag mal, steuerbar sein und wird dann viele Probleme, die wir haben, lösen können. Also in den USA geht davon aus, dass 80% der Jobs in 15 Jahren durch Roboter gemacht werden. So, und das ist die Frage, was verdienen die Leute? Wie sieht die gesellschaftliche Struktur aus? Dann sind wir schnell beim bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. Da hast du absolut recht. Für mich geht es aber auch darum, das Thema, generell Kosten für Neubau, anzusprechen. Und wir sind uns einig, wir müssen schnell neu bauen, um die Wohnungen da zu haben, um auch Wirtschaftswachstum wieder zu kreieren. Du sagtest es gibt eine Bewegung, dass Menschen immer mehr Richtung Süden gehen, wegen, Themen wie, bessere Jobs oder Verfügbarkeit von Jobs, aber eben für Unternehmen, die dort einstellen, ist das Problem, ich kann die besten Leute nicht herholen, weil ich keinen Wohnraum habe, der bezahlbar ist. Also bin ich in meinem Wachstum gehindert. Ich würde trotzdem auf das Thema Neubau eingehen wollen. Was wir sehen, was ich sehe, ist ja auch das Thema Produktivität. Produktivität im Bau ist rückläufig im Vergleich zur Gesamtentwicklung, Elektronikindustrie, gesamtwirtschaftlich, weil eben du brauchst Hände. Wie siehst du da oder was siehst du als Möglichkeiten, um die Produktivität im Bauen wieder hochzukriegen? Das Thema der KI, ja, ist ja auch das, was wir heute an Robotik und KI sehen, wäre ja vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen. Und man kann in USA X1, One X, und du kannst bei denen ab Herbst diesen Jahres für $499 im Monat halt einen humanoiden Haushaltsroboter bestellen, der auch Betten falten kann, der 40 Kilo tragen kann, der 5 Stunden arbeiten kann. Ganz ehrlich, mich bringt es mal zurück zu dem Film, was du noch kennst, iRobot, Ja, klar. der so in unserer Generation früher so ein bisschen Zukunft war. Belächelt wurde, ja. Heute so ein bisschen wie Dokumentation. Ja, So, es ist so, ja. also ich glaube, das wird sich alles weiterentwickeln und wir werden irgendwann am Ende des Tages, ob es jetzt so Roboter sind, an denen ihr forscht und die ihr da jetzt entwickelt, Also Mantis. genau, ob es der Mantis ist oder ob es ein Humanoider dann doch ist, je nachdem, was sich für die Baustelle eignet oder für welche Arbeit man den nochmal braucht. Aber da wird was kommen. Und wer glaubt, dass wir in 10 Jahren noch so bauen, wie wir heute bauen, da würde ich eine Wette abgeben, der irrt. Ja, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, um besser zu sein. Und du hast ja auch Mantis besucht. Ich erinnere mich noch, als du das erste Mal da warst und Mantis gesehen hast, da warst du sehr ruhig eine Zeit lang. Wie war dein erster Eindruck von Mantis? Also man hat gesehen, dass da was Großes kommt. Also er war beim ersten Besuch ja noch ein bisschen
tapsig, würde ich mal Tapsi, sagen, so, ja. ja. Noch spannender fand ich beim zweiten Besuch irgendwie so die Entwicklung innerhalb von 2, 3 Monaten, die ihr mit dem gemacht habt. So, aber du hast gesehen, auch wenn man mit euren Ingenieuren, mit Nappo und anderen gesprochen hat, ähm, also da haben sich Leute mal generell grundsätzlich Gedanken gemacht, wie das zu machen ist. Also nicht, wir haben ja schon Roboter, die können Wände schleifen, die können streichen, das haben wir alles schon, aber es sind immer Insellösungen, die musst du hinbringen, da musst du die dafür programmieren und der Aufwand ist relativ groß. Ja. Das, wo wir hinwollen, ist ja, du machst den LKW auf, die Roboter laufen raus und wissen sich auf der Baustelle selbst zu orientieren und organisieren sich untereinander. So, und mit dem Ansatz, den ich da bei euch gesehen habe, das war halt in der Tat mal disruptiv und komplett anders als ähm, viele andere Modul- oder Elementbauer es machen. Ja? Und ihr seid halt oder die Ersten, die an so einem Roboter forschen. Und von daher war ich da schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Es gibt ja jetzt schon Lösungen auf der Baustelle, ein Roboter in der Wand streicht, ein Roboter in den Pflasterstein legt. Ich behaupte, These, diese Roboter helfen dem einen Gewerk, ziehen aber die Gesamtproduktivität auf der Baustelle nach unten. Weil nicht vertikal im Prozess integriert. Das heißt, andere Gewerke müssen drumherum arbeiten, müssen warten. Verlegt man den Roboter vom 3. auf den 4. Stock, wie viele Menschen, wie viel Zeit, wie viele Aufzüge blockierst du? Ich würde es umformulieren. Es ist am Ende des Tages, ist es eine gute Unterstützung, Mhm. aber es ist nicht die Revolution. Es ersetzt, also kann teilweise, sagen wir, dieses Bottleneck der Arbeitskapazitäten ausgleichen, ergänzen, ersetzen eben halt nicht. So, und von daher ist es so eine Brückenlösung, wenn man so möchte. Also so mal, es ist trotzdem richtig, das zu tun, oder es war richtig, das so zu tun. Aber es wird halt einfach auslaufen. Also ich glaube nicht, dass die sich weiter, diese Art dieser Roboter sich weiter sozusagen etablieren wird, sondern wir werden eben halt eher generelle Roboterlösungen sehen und wir müssen eben halt so ein Stück weit zu Häusern kommen, also selbst wenn man Häuser jetzt zusammenbaut in einer Modul- oder Elementbauweise. Ich möchte vielen Dank sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Ja, vielen mit dir Dank. zu reden. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast Sehr gern. und deinen Einblick gegeben hast. Wenn du jetzt noch 3 Wünsche frei hättest, also 3 Wünsche Richtung Bauindustrie. Nennen wir die Kategorie mal 3 Wünsche an die Bauindustrie. Welche 3 Wünsche wären das? Also an die Bauindustrie ganz klar, der oberste Wunsch wäre, widmet euch mehr den Innovationen. Ja, es gibt da sicherlich, also jeder hat irgendwie eine Innovationsabteilung der großen GUs aber noch stärker und tragt das auch heraus. Vernetzt euch stärker untereinander und tauscht über Technologien aus. Ich weiß, wer zuerst hat den Wettbewerbsvorteil, aber bei der Herausforderung an sozusagen bezahlbaren Wohnraum oder Wohnraum allgemein, den wir schaffen müssen, brauchen wir einfach eine stärkere Zusammenarbeit also innerhalb der Bauindustrie. Also wenn die beiden Wünsche erfüllt würden, dann würde ich mir den dritten sparen. Die ersten beiden reichen mir schon. Okay, dann schauen wir mal, was wir als All3 für die 3 Wünsche tun können. Gordon, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass Danke, du Wolf. die Zeit gefunden hast, herzukommen. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Und vielleicht sehen wir dich in der späteren Folge mal wieder, Mhm. in ein paar Wochen, ein paar Monaten, um mal zu gucken, hey, was ist in der Zeit passiert? Würde ich mich sehr freuen. Ich mich auch. Sehr gern. Danke, Danke Wolf. dir.